Soll ich das jetzt rausstemmen oder was? Was tun wir jetzt? Wisst ihr was? Ich frage jetzt erstmal ChatGPT. Mensch. Immer ein bisschen mehr nach rechts, damit man da auch mal ein bisschen was sieht. So, wir fangen heute mit dem Ausbau an. Das heißt, heute wird die Gummimatte rausgenommen, das Fahrzeug einmal komplett gereinigt, also einmal ausgewischt von innen. Und ja, vielleicht geht es dann auch schon mit dem Armaflex weiter, aber erstmal der Plan ist, das Fahrzeug sauber zu machen und vorzubereiten für den weiteren Ausbau. Jetzt werde ich erstmal die Gummimatte lösen und dann schauen wir uns mal an, wie der Boden ausschaut. So, kleines Problem. Wir haben von 6 Verschraubungen, wo die Bodenmatte festgemacht ist, gerade mal 2 gelöst bekommen, weil die Schrauben so krass fest reingedreht sind und ich die jetzt erstmal so nicht rausbekomme mit diesem Tool. Das ist schon ziemlich genial. Kriegt man auch nicht raus, weil die ist jetzt total natürlich abgeschliffen von dem Werkzeug. Ist total bekloppt. Soll ich das jetzt rausstemmen oder was? Ist ja richtig scheiße. Ich glaube, mit dem Ding kriege ich es auf keinen Fall mehr raus. Das Einzige, was ich noch probieren konnte, wäre eine Zange. Oh, jetzt muss ich die Zange aus dem Keller kruscheln. Da ist mir gar keinen Bock drauf. So, was tun wir jetzt? Oh, Fragezeichen, hey. Mal hier probieren, aber die ist jetzt natürlich so abgeschliffen, da geht nichts mehr. Ja, hier nämlich die oberen Schrauben, die gingen immer ganz gut. Die waren einfach zu lösen, aber die unteren haben sich überhaupt nicht lösen lassen. Das sind die Dinger, mit denen die Matte befestigt ist. Und hier die oberen Schrauben, die gingen super gut und super einfach raus. Und hier diese Schrauben unten, die haben sich leider total verkeilt. Und jetzt habe ich das natürlich auch komplett abgeschliffen, wenn man sieht. Was natürlich total genial ist, weil jetzt kriege ich die halt gar nicht mehr raus. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Auf jeden Fall brauche ich ein anderes Werkzeug. Wisst ihr was? Ich frage jetzt erstmal ChatGPT, was der Meister dazu sagt. So, ich muss erstmal 2 Bilder machen. Ich möchte diese Schraube mit diesem Werkzeug lösen. Allerdings ist die Schraube so fest eingedreht bzw. hat sich verkantet, dass das Werkzeug jetzt durchdreht. Also die Kanten sind jetzt abgeschliffen. Was kann ich tun? Bin ich mal gespannt. ChatGPT weiß doch alles. Erst Spannung rausnehmen, größeren bzw. einen anderen Bit einschlagen. Naja, geht schlecht. Ich habe jetzt nur dieses Universal-Ding hier. Kriechöl und Zeit. Letzte Option, Kopf ausbohren. Na super. Eieiei. Oh. Jetzt hilft nur noch brachiale Gewalt. Wir werden die Gummimatte jetzt befreien. Ich habe die Gummimatte dann rausgeschnitten. Leider hat das Video nicht aufgezeichnet oder wurde nicht gespeichert. Jedenfalls habe ich um die Versurösen rumgeschnitten und habe die Gummimatte anschließend rausgenommen. Und danach habe ich erstmal den Van ordentlich sauber gefegt.
also ich habe mir jetzt einen Staubsauger geholt und zeige ich euch mal, wie ich den mit Strom versorge. Das ist übrigens meine Stromquelle. Mehr werde ich in dem Van auch nicht haben. Also ich werde da keine Elektrik oder sowas verlegen, sondern ich werde nur mit dieser Strombox, mir fällt gerade der Name nicht ein, mit dieser Strombox zurechtkommen. Ja, das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Wie es dann in dem Van werden wird, das weiß ich noch nicht. Da ist vielleicht der Energiebedarf ein bisschen höher. Das muss ich dann mal schauen. Aber ich werde hier definitiv keine Elektrik verbauen. Jetzt habe ich mir erstmal einen Eimer Wasser geholt und werde den Van einmal ein bisschen putzen. Könnte die Kamera auch mal drehen, dann würde man tatsächlich auch was sehen. So, das Auto ist geputzt. Was ich jetzt noch machen muss, ist so Schmierrückstände zu entfernen. Nämlich genau hier sowas. Und dafür habe ich mir ein Terpentin aus dem Keller geholt, das ich noch da hatte. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ich habe das einfach noch da und ich glaube, damit kriegt man so Fettrückstände ganz gut gelöst. Das urteilt mich nicht, wenn es das Falsche ist. So, also eigentlich war der Plan heute nur die Bodenmatte rauszumachen, alles zu putzen und mit dem Armaflex morgen anzufangen. Aber ich habe richtig Bock. Und deswegen fange ich jetzt mit dem Armaflex an. Muschel mich da mal rein. Hier ist mein Armaflex. Schön von Amazon bestellt. Und dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Das sind übrigens 19 mm Dicke. So, also erstmal messen. Meter 14. Passt. 1 Meter. So. Ich will euch mal was zeigen. Also das ist richtig beschissen. Also, ich meine, die Fläche geht noch, aber ich muss da drunter. Richtig kacke. Mensch. Sind wir ein bisschen mal nach rechts, damit man da auch mal ein bisschen was sieht. Ah ja. Ah. Tja. Also hat ganz gut funktioniert, aber ich bin nicht so happy damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt nicht ganz hinten rein bekommen, da ist noch so ein bisschen eine Lücke. Ansonsten echt okay. Die kleinen Lücken, die werde ich vielleicht einfach nochmal mit kleinen Armaflex-Schnipseln stopfen. Und ansonsten finde ich es echt gar nicht schlecht. Fürs erste Armaflex-Ding habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen komplizierter vorgestellt. Aber echt gut. Also was man bei Armaflex nicht machen sollte, die Klebefolie komplett abziehen und dann versuchen, das Teil irgendwie reinzuwursteln, sondern das Teil erstmal schön platzieren oder beziehungsweise ein Stück der Klebefolie erst abziehen, dann das Teil platzieren und dann die Folie Stück für Stück entfernen. Weil ich bin jetzt gerade an mehreren Stellen einfach hängen geblieben. Und ja, muss das dann nochmal abziehen und dann ist natürlich alles so ein bisschen ungünstig. Okay, wir machen die nächste.
folgendes Problem. Ich bin gerade dabei, dieses Ding hier zu stopfen, beziehungsweise habe ich das jetzt da reingestopft, weil da hinten, hier geht es richtig weit nach oben. Und ich muss jetzt erstmal reinstopfen. Das ist nur die Frage, wie kriegt man die Kleberfolie ab? Fragen über Fragen. Also perfekt habe ich es nicht hinbekommen. Ich musste die Folie leider mit Gewalt runterreißen und ja, hier sind noch ein paar Lücken, die muss ich stopfen. Ich weiß nicht, ob das so mit Amaflex funktioniert. Ich versuche es halt weitestgehend luftdicht zu bekommen, aber ideal ist es nicht. Es ist fast nicht machbar, unter diesem Ding eine ordentliche Isolierung zu legen. Ich werde jetzt mit der Decke weitermachen. Boah, das ist so anstrengend. Aber ich habe jetzt zumindest ein Teil der Decke fertig, wie man sieht. Also, meine Befürchtung war ja, dass das 19 mm dicke Amaflex einfach zu dick ist, dass man hier das wirklich schön bündig ankleben kann. Aber es hat wirklich gut funktioniert, wie man sieht. Bin richtig happy damit. Es macht auch richtig Bock, aber es geht richtig in die Arme. Es ist richtig anstrengend. So, für heute bin ich fertig. Ich habe ein bisschen mehr geschafft, als ich gedacht habe. Die Seite habe ich schon fertig gemacht. Ich habe mit der Decke begonnen und ich bin eigentlich ganz happy, ganz zufrieden. Und morgen geht es dann weiter.